Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EO10 und nachdem wir diesen Account komplett verkorkst haben zur April-Episode, haben wir ihn danach wieder ein bisschen aufgebessert. Ja, er ist immer noch komplett vermockt auf jeden Fall. Der ist auch nicht mehr zu retten, nach dem, was wir hier dem Account hier in der Festung angetan haben. Es tut mir auch immer noch in der Seele weh. Werden sich bestimmt einige von euch erinnern, ich hatte ja hier auch normales Equipment drin mit komplett falschen Stats etc. Wir haben im Twitch Livestream uns komplett neu legendär equipped. Haben hier alles neu, ich habe noch aber keinen einzigen Dungeon angefasst und das werden wir heute auf jeden Fall nachholen und mal gucken, ob wir von normalen Equipment zu jetzt, Standpunkt jetzt, Upgrade, komplett legendär, neue Steine, sogar ein neuer Legi-Gem hier drin, ein paar Dungeons legen können. Ja. Des Weiteren hatte mich auch der gute Sergio auf Instagram herausgefordert, weil er sich jetzt gefühlt hat, weil er ein paar Level vor mir ist, ja, muss er gleich eine Ansage auf Instagram drücken, der Heini. Und dann werden wir mal gucken, das ist auf jeden Fall heute unser großes Ziel, Stufe 240 zu erreichen. Ja, aber bevor das Ganze losgeht, auf jeden Fall wollte ich euch noch eine kleine Sache zeigen. Und zwar für alle Leute, die gerne Holy Energy sippen, gibt es eine neue Sorte. Und zwar ist die doppelt so lang. Ja, also es sind anstatt 50, sind hier 100 Portionen drin. Und zwar haben sie eine neue Sorte auf den Markt gebracht, und zwar die Grapefruit-Giraffe, ja, ist eine Special-Edition, ist auch nur begrenzt erhältlich, bis zum 10.04. ist das Ganze hier am Start. Ne, ich habe die Sorte leider noch nicht zu Hause, sie wurde mir schon bestellt, aber sie ist immer noch nicht da. Ja, das ärgert mich auch wirklich sehr doll, weil ich hätte euch das sehr gerne schon gezeigt, beziehungsweise schon gesagt, wie das schmeckt, aber ist halt wahrscheinlich Grapefruit, denke ich mal. Ne? 100 Portionen gibt es dazu, ne? Also sind hier drin auf jeden Fall, also doppelt so groß, und ab einem Bestellwert von 70 € gibt es gratis dazu diese XXL-Galeone in Füllvermögen von 2 Litern. Also das ist, denke ich mal, ganz nice auf jeden Fall. Dazu gibt es hier noch diesen Giraffenlöffel, ja, damit ihr auch bis nach ganz unten ankommt. Also wenn ihr da auf jeden Fall ein bisschen, ich sag mal, Geld im Vergleich zu den normalen Sorten sparen wollt, weil ansonsten habt ihr ja für 50 Portionen, sag ich mal, also die Hälfte davon, ne, bezahlt ihr ja, ich glaube, wie viel waren das? Ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall nicht so viel wie für die 100 hier zusammen. Und deswegen, auf jeden Fall mal sehr gerne ausprobieren. 39,99 hier für 50 Portionen, ne? Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich auch da. Und sehr gerne mal auschecken. Natürlich mit dem Code Dorza spart ihr euch 10% oder mit dem Code Dorza 5 €, je nachdem, was für euch besser ist. Und findet ihr natürlich den Link unter dem Video. Ansonsten starten wir heute mal rein. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwas gerissen kriegen in den Dungeons hier. Ich habe keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall mal noch ein bisschen in Damage reingehen. Wir haben ein bisschen Gold auf der hohen Kante und Priorität liegt bei mir heute auf jeden Fall auch auf XP. Das heißt, wir werden uns nicht in den Märchenturm reinbegeben, auch wenn wir dort wahrscheinlich einige Etagen irgendwie noch, denke ich mal, legen könnten, werden wir heute den Main-Fokus auf jeden Fall auf den XP-Grind legen. Ich wollte heute Abend, wir sind ja heute um 18:30 Uhr auch nochmal live auf Twitch, nochmal gucken, ob wir eine bessere Waffe finden, weil es ist zwar cool, dass ich eine Legi-Waffe gefunden habe, es war nice und so, aber die Spanne ist nicht so geil. Also hier meine alte Epic-Waffe, die hat eine deutlich bessere Spanne, aber gut, irgendwann muss man sich auch dafür entscheiden, ab einer bestimmten Stat-Punktanzahl nimmt man die schlechtere Spanne in Kauf, dafür hat man dann halt aber mehr Stats, plus der Durchschnittsschaden ist halt höher, deswegen habe ich jetzt einfach die legendäre Waffe genommen und wir gucken mal, ob uns das hier schon ein bisschen weiter verhilft. Ansonsten haben meine Begleiter auch ein paar gute Upgrades erfahren dürfen, denn diese haben alle Epics abbekommen, die ich nicht weiter gebraucht habe, die ich durch die LD-Runs bekommen habe. Und sehr schön, das sieht doch schon mal gut aus hier. Der Magier ist schon mal beiseite gefegt worden, das ist schon mal
ein sehr gutes Zeichen für den Dämonenjäger, für den weiteren Verlauf hier des heutigen Videos, sag ich mal. Das schmeckt auf jeden Fall. Oh no, oh no, 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 no. Der nächste Magier, shit. Ja, das ist natürlich sehr ehrlich. Mal gucken. Ja, und deswegen haben meine Begleiter größtenteils auch hier Rüstung brauchen wir nicht. Können wir mal in die Toilette spülen, mal gucken für einen Marquardt. Deswegen haben die auch gute Upgrades auf jeden Fall. Ach so, und für die Leute, die eventuell jetzt letztes Wochenende noch nicht so wirklich Zeit hatten zum Zocken oder jetzt unter der Woche auch irgendwie ja, nicht dazu kamen, beziehungsweise ja, die abwarten wollen bis zum Wochenende, denn am Wochenende ist auch wieder Hexentanz. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall am Wochenende in den Dungeon reinzugehen, weil alle Items könnt ihr gleich zur Hexe bringen, habt ihr die gleich beiseite getan und könnt die für den doppelten Wert verkaufen. Ne? Und für die Leute, denen die Pilze ausgegangen sind, ist auch ja, kommendes Wochenende wieder Prachtparade der Pilze. Also letztes und dieses Wochenende wieder für 20% mehr Pilze für euer Geld. Könnt ihr natürlich sehr gerne, auch wenn ihr wollt, das können wir jetzt hier wegmachen, den Creator Code dort eingeben im Webshop. Nur so nebenbei. Ja. Dankeschön auf jeden Fall für den ganzen Support. Weiß ich mal sehr zu schätzen. Und ja, da könnt ihr mich natürlich auch sehr gerne wieder mit dran supporten, beziehungsweise mehr kostenfrei unterstützen. Deswegen danke auf jeden Fall. Kuss und Gruß geht raus an jeden Einzelnen da draußen von euch. Und ja, wir gucken mal, ob wir hier heute die Stufe 340 erreichen. Die ersten paar Level sahen jetzt ganz gut aus, bis jetzt hier der nächste Magier im 13. Stock auf uns gewartet hat. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Die anderen Dungeons hier, die geben unter anderem nicht ganz so viel XP wie der 13. Stock. Deswegen ja, besiege ich die eigentlich ungerne. Osteros würde hier noch was bringen. Der würde uns noch gut voranbringen, denke ich mal. Aber ist halt auch wieder ein Magier. Aber wir sehen hier auch auf jeden Fall einen deutlichen Improve im Vergleich zum letzten Mal, als wir ihn getried haben. Da kamen wir ja, weiß ich nicht, da haben wir ihn vielleicht immer so ein Viertel abgezogen. Und jetzt sieht es hier schon ganz gut aus, sag ich mal. Wir kommen hier immer relativ konstant gut über die Hälfte. Reicht aber noch nicht so ganz aus. Ansonsten hätte ich auch, muss ich euch ehrlich sagen, aber es ist halt leider wirklich auch ziemlich random. Ich hätte noch ganz gerne mehr Legigems gehabt. Ne? Ich hätte mich komplett legendär steintechnisch equipped. Aber da das ja mein erster LD ist auf dem Account hier, ja, sind meine Prozentchancen natürlich dafür noch mittlere Chance, also relativ niedrig, also da passiert nicht viel. Deswegen, ja, das ist natürlich sehr schade. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr ja, legendäre Steine noch verspürt in mir. Ja, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen besser noch aufgestellt sind als jetzt momentan gerade. Jetzt haben wir halt aktuelle Steine, aber halt nur eben Geschick oder Ausdauer. Und da hätten wir halt eben beides abgedeckt mit. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein bisschen nützlicher, sag ich mal. Aber ja, man kann eben nicht alles haben. Ja, ich hätte aber auch wirklich ganz gerne noch den einen oder anderen gehabt. Ich habe einen Stein habe ich gefunden. Aber wir haben es ja jetzt auch gar nicht mehr Fest der Festung-Event. Ist, glaube ich, Wochenende auch, ne? Ja, also könnt auch sogar große Steine finden in die ganze Zeit. Jetzt können wir nicht mal große Steine finden, deswegen lohnt sich das jetzt auch gar nicht, hier großartig reinzugehen. Okay, wir gucken mal, was wir in der Schattenwelt hier so anrichten können. Denn wie gesagt, meine Begleiter sind auch ein bisschen stärker geworden. Verzauberungen sind jetzt noch nicht weiter relevant für uns. Und eventuell kriegen wir hier unsere Level zusammengekratzt, damit wir hier zumindest auf die 240 kommen. So, hier müssten wir jetzt bis zum 5. Gegner das irgendwie schaffen. Mal gucken, hoffentlich sind hier nicht großartig Magier mit dazwischen. Und da haben wir die 240 schon mal. Ja, okay, das ist schon mal ein wichtiger Meilenstein, denn ja, das ist das Level, was wir auf jeden Fall hier erreichen wollten. Und damit sind wir schon wieder über. Gut, zumindest stehen wir in der Gilde über ihn, aber XP-technisch ist er noch ein bisschen voraus. Werden ihn aber auch noch definitiv einholen. So, wir haben hier eine Magierwaffe. Ja,
Sag ich danke, Steingewinnung. Da bedanken wir uns doch, das ist eine gute. Und hier Kundschafter auch noch irgendwas hier. Marginal besser. Spanne leicht schlechter. Würde ich jetzt nicht extra dafür wechseln wollen, muss ich sagen. Der Rest ist vom Schützenfest. Ne, der Rest ist egal hier. Plus 29. Ja, mein Gott. Okay, plus 40. Für die Kunigunde tue ich das schon eher, sag ich mal. Oh, wir haben sogar noch einen Leggy. Einen Leggy Dings. Ein Leggy-Gegenstand für. Ja, können wir hier dem Bertram anziehen. Die Stat-Punkte verändern sich ja dann. Es ist jetzt nicht großartig. Ich glaube, ich schmeiße das in die Toilette. Mal gucken, vielleicht kriegen wir hier irgendwie. Ja, da haben wir. Okay. Das ist für die Kunigunde ein Item. Ein Leggy-Item hier am Start. Da haben wir hier schon Uschis Krakenkleid. Das habe ich das Wochenende auch schon genug gesehen. Da müssen wir jetzt nicht noch mehr von haben. So, was haben wir hier noch? Das. Ich sage euch ehrlich, der Rest kann weg hier. Muss ich auch leider wegschmeißen, denn wir haben hier leider auch keinen Platz mehr. Und auch nur 5 Zerlegpunkte heute pro Tag. Ist ja kein Schmiede-Event. Ja, neue Waffe auf dem Marktpfad. Mal gucken. Der sollte eigentlich liegen. Ist ein Krieger. Sollten wir eigentlich kein Problem mit haben. Damit haben wir auch automatisch jetzt schon den nächsten Dungeon in der Schattenwelt freigeschaltet. Und sind auch jetzt XP-technisch über dem lieben Sergio Kurai. Und haben ihn damit mal wieder einfach so im Vorbeigehen nonchalant in den Boden gestampft. Ja? Also bitte nicht frech werden nächstes Mal auf Instagram. Ne? Sonst gibt es hier nämlich gleich wieder links und rechts ein paar Schellen verteilt. Hier. Ja? So, jetzt sind wir beim Magier. Ich glaube, hier lassen wir erstmal, ja, wie heißt das? Alle 5 gerade sein lassen? Boah, irgendwie gab es noch mal so ein Sprichwort. Ich habe das die letzten Tage schon im Kopf, wie das geht, noch das Sprichwort. Alle 5 gerade sein lassen, ne? Oder? Alle 4? Aber warum sagt man alle 5? Sagt man überhaupt alle 5? Ich weiß es nicht genau. So, warte mal. Huch, da haben wir auch schon jetzt den. Achso, das ist für die Lichtwelt. Ah, das Horrorhaus. Okay, haben wir hier irgendwie. Na gut. Da lassen wir mal die Finger von. Da haben wir den Schattenwelt-Schlüssel. Auf jeden Fall. Und hier können wir dann dementsprechend vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. Ansonsten sehe ich mich heute auch noch ein bisschen im Wirbelwind. Obwohl eigentlich nicht. Oder? Doch. Ich habe überlegt, okay, ihr müsst gerade meine Gedankengänge nachvollziehen, was jetzt gerade bei mir abging. Ich habe mir überlegt, eigentlich könnte man ja jetzt noch in den Wirbelwind, weil, ja, da gibt es noch XP. Ne? Easy XP auf jeden Fall. Da können wir definitiv noch was hinkriegen. Da habe ich mir so gedacht, nee, eigentlich nicht. Warten wir mal bis zum Wochenende, weil da ist Hexen-Event. Da können wir alle Items für den doppelten Wert gleich verkaufen aus dem Wirbelwind. Deswegen habe ich gedacht, nee, warten. Und dann habe ich mir aber gedacht, ach nee, warte mal. Das geht ja gar nicht. Man kann ja erst hier alle Items zur Hexe bringen, wenn hier wirklich auch alle Schriftrollen gesammelt worden sind. Dann gehen auch alle Items hier kann man alle Items eintauschen. Das geht ja jetzt nach dem Serverstart noch gar nicht direkt. Und ja, das ging jetzt innerhalb von wenigen Sekunden gerade durch meinen Kopf. Deswegen da mal kurz so ein bisschen meine Gedankengänge nachzuvollziehen. Was wiederum bedeutet, ja, was ich mir dann gedacht habe, dass wir doch in den Wirbelwind können, weil wir können die Items ja jetzt momentan sowieso noch nicht verkaufen für einen doppelten Wert, weil wir eh noch nicht alle Schriftrollen haben. Digga, das ging gerade innerhalb von wenigen, von 2-3 Sekunden in meinem Kopf umher die ganze Zeit, ne? Ah, nee, doch, warte. Ah, ja, okay, gut. Aber mal gucken, vielleicht kommen wir auch gar nicht so weit. Müssen wir mal schauen. Wir haben hier jetzt natürlich neues Equipment, ein paar neue Level gemacht, deswegen denke ich mal, sollte schon die ein oder andere Etage hier machbar sein. Wir gucken mal einfach, ne? Wir gucken mal, was wird. Ich meine, so viel bringen die jetzt auch noch nicht. Ist natürlich schade, dass... Oh, warte, den können wir verkaufen. So. Für einen doppelten Wert. Wenn natürlich die Items gerade dran sind, dann nehme ich die natürlich auch mit. Ne? Aber so jetzt, wie gesagt, alle Sachen, Hexen-Event kann man halt wirklich erst nutzen, wenn alle Schriftrollen am Start sind. Das ist halt für neue Server immer noch ein bisschen schwierig zu nutzen. Ja,
weil die Rollen erstmal zusammengesammelt werden müssen. Das ist eine komplette Serveraufgabe und je nachdem, wie dort halt eben die Beteiligung ist, geht das halt mal eben ein bisschen schneller oder halt mal eben, dauert das mal eben ein bisschen länger. Deswegen, ja, muss man da auf jeden Fall gucken, wenn es dann soweit ist. Okay, der Magier ist aus dem Weg geräumt. Hier sind aber, ich merke auf jeden Fall bei den Magiern, die bremsen mich ein bisschen aus. Ich sage euch ehrlich, ich würde echt ganz gerne in der Lichtwelt noch irgendwie den ein oder anderen Gegner irgendwie noch plätten, weil die geben halt immer so noch 2 Level, ne? Das ist halt schon, wenn du da erstmal so 2 Level hast, dann hast du erstmal so 2 Level, ne? Und hier musst du halt sehr viele einzelne Etagen machen für, ja, einen Bruchteil an XP. Ne? Das geht natürlich dann in der Lichtwelt ein bisschen schneller, aber die Gegner sind natürlich auch ein bisschen stärker, ja? Okay, Rucksack wieder voll. Die Handschuhe werden wir los auf jeden Fall. So, und der Rest kann dann hier auch rein. So, wie gesagt, Märchenturm lassen wir jetzt mal heute außen vor. Wir konzentrieren uns hauptsächlich jetzt mal auf die XP bringenden Dinge hier in dem Video. Aber ich denke mal, wir haben jetzt für die kurze Zeit, die wir jetzt gepusht haben, schon ganz gut Level gemacht. Ich sag mal so, war auch zu erwarten, weil, oh Gott, wir hätten ja, warte mal, fällt mir jetzt gerade ein, wir können ja die ganzen Items hier noch verbessern. Wir haben ja jetzt ein paar Ressourcen, die ich durch den Ring ja bekommen habe. Die könnten uns natürlich auch noch ein bisschen behilflich sein. Ihr müsst hier immer darauf achten, wenn man ein bisschen zu schnell die hintereinander upgradet, die Items, dann kommen die manchmal nicht ganz hinterher. Deswegen würde ich mir jedes Item hier immer aber auch ganz genau anschauen. Weil ansonsten passiert das hier. So, warte, zeige ich euch. Hier. So, da haben wir zu schnell geupgradet und dann hört der andere auf, abzugraden. Ne? Deswegen da ja, ein bisschen drauf achten vielleicht. Dass ihr da auch nichts falsch macht. So, wisst ihr das nämlich auch mal gleich. So läuft nämlich der Hase hier. Okay, haben wir es noch eine Stufe alles höher gebracht. Okay, jetzt haben wir unsere ganzen Ressourcen hier verausgabt. Ich glaube, der wird nichts. Da müssen wir, glaube ich, echt mal ein bisschen die Finger von lassen. Die bringen leider auch noch nicht so viel XP. Was wirklich hier... Ja, die Waffe, ne? Die Waffe ist natürlich sehr geil für einen Kundi hier. Was natürlich uns weiterbringt, ist hier Osteros. Boah, der könnte jetzt... Okay. Oh. Ja, genau so. Oh mein Gott, was hat das denn jetzt hier verursacht? Diese paar Stat-Punkte, das war doch jetzt gar nicht so viel. Plus 62, naja gut, okay. Ich meine pro Item, ne? Geschickwaffe hier noch. Ich meine... Ja gut, das ist natürlich eine schöne Sache auf jeden Fall. Das obliegt mir, muss man mal so sagen, an der Stelle. Ja, Handschuhe noch für... Nee. Ja, nice, okay. Aber da haben wir wieder den nächsten Magier. Die Blindschleiche, das wird jetzt erstmal wieder ein bisschen dauern. Ja, aber dann haben wir noch hier noch einen guten Push nochmal zum Ende des Videos hier bekommen. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt nochmal hier ein paar Etagen mitnehmen auf jeden Fall. Jetzt muss ich nochmal hier gucken. Aber das geht, glaube ich, nicht, ne? Der ist, glaube ich, trotzdem immer noch zu stark. Ja, nee, da lassen wir es erstmal sein. Wirbelwind, da machen wir vielleicht noch schnell das Level-Up voll, weil, ja, jetzt gehen hier ja natürlich die Etagen auch wiederum ein bisschen leichter. Ne? Hier macht sich jeder kleine Improve auf jeden Fall auch gleich sofort bemerkbar. Und ich würde sagen, damit haben wir auf jeden Fall unsere heutige Dominanz mal wieder unter Beweis gestellt und nochmal einmal mehr, ja, sag ich mal, den Leuten gezeigt, wo der Hammer hängt, die mich hier auch frecherweise irgendwo mal herausgefordert haben. Ja, deswegen das denn lieber nicht machen. Ja, ja nee, wie gesagt, ich hatte ja meinen Schrott-Account hier auf dem EU10, ne, also ja, nach dieser April-Aktion komplett gegen die Wand gefahren. Aber man kann natürlich viel ausgleichen, wenn man sich dann komplett neues Equipment halt einfach durch den LD holt. Und dann machst du hier schon, dann haust du neue Edelsteine rein und dann bist du gut dabei. Ja, wenn wir es jetzt noch richtig wissen wollen, dann können wir am Wochenende noch versuchen, uns komplett legendär steintechnisch noch irgendwie umzuequippen. Dann
dann sind wir auf jeden Fall hier am Start, weil das würde uns nochmal einen extremen Boost geben. Ich glaube, wenn wir komplett legendäre Edelsteine hätten, dann würden wir auch, glaube ich, im 13. Stock jetzt noch ein bisschen an dem Magier vorbeikommen. Dann wären danach vielleicht ein paar Kundis oder Krieger oder was weiß ich und dann ist vorbei die Kiste. Dann sind wir easy 250, aber so haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Level gemacht. Soll der Sergio jetzt erstmal wieder machen hier an der Stelle. Ne? Ich habe Sergio hat einen vorgelegt, ich habe nachgezogen, jetzt ist Sergio wieder an der Reihe. Und ja, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Livestream, ne? Für die, die dabei sind. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall. Danke, ja, haut rein. Ach Mensch, nochmal Lost hier zum Schluss gewesen. 20 Minuten gut gemeistert und zum Schluss nochmal jetzt hier nochmal reingeschissen. Okay, jetzt reicht's aber. Jetzt ist Schluss. Jetzt ausmachen das Video. Ist vorbei. Jetzt kommt auch nichts mehr an der Stelle. Ja? Ich weiß nicht, worauf ihr jetzt noch wartet, aber das Video ist jetzt hier vorbei. Ich ziehe es jetzt nur noch künstlich in die Länge so, obwohl es eigentlich schon lang genug ist. Ja, wie die neue Sorte von Holy Energy. Okay, Freunde, ist gut jetzt. Haut rein, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.